Hi und herzlich willkommen zu Tom's Simple Storage Mod Tutorial, Mod Spotlight. Tom's Simple Storage ist tatsächlich so simpel, wie es im Namen drin stehen hat. Es gibt aber manche Dinge bei Tom's Simple Storage, die gar nicht so simpel sind, wenn man sie nicht kennt. Aber darum kümmern wir uns heute. Warum steht da ein Smaragd Beacon fast fertig hinter uns? Und was ist eigentlich in den Kisten hier? Das alles erfahrt ihr nach einem Abo und nach einem Like. Das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mir richtig helfen wollt, dann schaut das Video ganz selbst. Ihr erfahrt alle Tipps und Tricks, die es zu Tom Simple Storage zu erfahren gibt. Aber lasst mich nicht so lange quatschen, legen wir direkt los. Tom Simple Storage ist eine Mod, damit wir ganz einfach Inventories miteinander connecten können. Wie? Das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier jetzt schon mal die Sachen rausgeholt aus der Kiste, die wir brauchen, um Inventories zu connecten. Wir nehmen jetzt einfach mal hier die Standardtruhe und stellen uns vor, wir sind in einer neuen Welt und bauen hier gerade mal so ein bisschen so 3 Truhen hin. Wenn wir uns den Inventory Connector hier anschauen und Shift gedrückt halten, haben wir auf Englisch, in allen Mod-Versionen natürlich, stehen Connects all the touching inventories into one. Das heißt, wenn wir diesen Block hier, diesen hier, jetzt hier mit dran setzen an die Truhe, connectet er die Truhe und die Truhe gleich, genauso wie diese hier, zu einem Inventar. Das ist mega praktisch. Was stand da noch? Use the storage terminal to access all of your items. Trims can connect the gaps. Die Trims sind die hier. Wenn wir jetzt hier, keine Ahnung, baulich gesehen einen Platzhalter haben müssen, können wir hier einen Inventory Trim zwischensetzen. Warum hier stand can be painted, da kommen wir später zu. Aber auf jeden Fall, die Kiste ist genauso jetzt zu dem Inventory Connector dazugepackt. Wie craften wir das ganze Ding? Er ist relativ teuer, aber ist auch mega useful, wollte ich sagen, aber mega nützlich. Wir brauchen 4 Bretter, 2 Kisten, ein Diamant, eine Enderperle und einen Redstone-Komparator. Was wir aber noch brauchen, ist mindestens das Storage Terminal. Das craften wir wie folgt. Ebenfalls 4 Bretter, eine Truhe, ein Glas, 2 Komparatoren und ein Leuchtscheinblock. Den Unterschied zwischen dem Storage und dem Crafting Terminal sehen wir jetzt auch gleich. Wir setzen jetzt hier erst einmal das Storage Terminal dran. Einfach rechtsklicken, dann seht ihr, wie viele Slots hier frei sind. Nehmen wir ihn hier mal weg. Jetzt haben wir nur noch 162. Setzen wir den Trim wieder hin. Jetzt haben wir mit dem Rechtsklick wieder 216 Slots. Sprich, ihr könnt mir glauben, dass die Kiste mit denen hier verbunden ist. Aber wie gesagt, um das Storage Terminal zu setzen an den Inventory Connector, Shift Rechtsklick. Und dann können wir mit einem Rechtsklick auf das Storage Terminal hier vorne uns dann in das Inventar reinschauen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in die Kiste hier hinten einen Stack Grasblöcke reinwerfen und wir gehen hier vorne hin, dann sehen wir die. Wenn wir hier noch einen Stack Grasblöcke reinwerfen, dann sehen wir im Storage Terminal 128 Grasblöcke. Und er hat die hier direkt an den ersten verfügbaren Platz angepackt. Wenn wir die hier rausnehmen, zack, haben wir sie wieder weg. Tun wir sie hier wieder rein, sind sie wieder drin. Soll heißen, alle 4 Doppelkisten hier sind gerade ein großes Inventory. Aber ich habe ja gesagt, wir haben noch das Crafting Terminal. Das setzen wir einfach mal hier neben. Diese Crafting und die Storage Terminals müssen tatsächlich entweder direkt an das Inventory dran, aber dann nimmt er auch nur den hier, glaube ich. Nee, geht gar nicht. Die müssen an so einen Inventory Connector dran. Wie gesagt, beim Storage Terminal können wir dann halt in das große Lager reinschauen. Beim Crafting Terminal haben wir so ein Crafting Grid hier unten mit dabei, so eine Art Werkbank direkt mit eingebaut. Genau, das Crafting Terminal craften wir nämlich auch aus dem Storage Terminal 4 Diamanten und 4 Werkbänke. Also ich würde jedem empfehlen, das hier zu bauen. Definitiv das Crafting Terminal, weil das erleichtert euch das Leben ungemein. So können wir auf jeden Fall schon mal die ganzen Kisten, die wir irgendwo in der Walachei rumstehen haben, miteinander verbinden und haben einen mega einfachen Zugriff darauf. Was ist aber, wenn wir jetzt eine Kiste weiter wegstehen haben oder
wir von unserem kleinen Lagerplatz Zugriff auf eine kleine Farm haben wollen. Kommt sofort. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe doch hier Truhen. Wir nehmen hier mal kurz die Erde hinter den Truhen weg. Und dann haben wir die Inventory Cable Connector. Connect the inventory to the inventory network. Die Dinger werden gecraftet mit einem Kabel, Diamant und Zeug und sind mega nützlich, genauso wie die Inventory Cable. Die brauchen wir dafür nämlich auch. 2 Falltüren, Stöcker, Bretter und los geht's, bekommen wir 6 Kabel raus. Also, ich will jetzt an diese Truhe hier hinten mit Shift Rechtsklick einen Cable Connector ransetzen. Hier noch einen, hier noch einen, hier einen und hier einen, weil die Truhen halt nicht direkt nebeneinander stehen. Wenn wir dazwischen die Kabel setzen, verbinden die sich direkt. Zack, 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 zack. So, und jetzt wollen wir da herüber. Ich setze das jetzt einfach mal hier so ganz gemütlich lang. Den bauen wir gleich wieder hin und dann setzen wir das Kabel direkt an den Inventory Connector. Und schwupps, haben wir alles, was in diesen Kisten ist, haben wir Zugriff von dem Storage Terminal oder von dem Crafting Terminal oben drüber. Mega praktische Sache, so könnt ihr ganz schnell große Inventare miteinander verbinden. Aber so ein Kabel, das sieht halt echt bescheiden aus, dass das einfach so hier in der Walachei rumfliegt, ne? Dafür gibt es bei Tom Simple Storage auch eine optimale Lösung, und zwar Framed Inventory Cables, Inventory Cable Connector, Framed und das Paint Kit. Wir tauschen mal schnell hier alles einmal aus. Also, ich habe da die Kabel und die Cable Connector, Inventory Connector einmal kurz weggebaut und habe die Framed schon mal hingebaut, einmal vorbereitet. Weil oben liegende Kabel, ja, das sah jetzt nicht so cool aus, oder? Auf jeden Fall, die Framed Inventory Cables oder der Inventory Cable Connector Framed, die hier, können wir mit den ganz normalen Kabeln craften, wenn wir nochmal 4 Stöcke drumherum packen. Genauso wie beim Inventory Cable Connector. Den in der Mitte, 4 Stöcker drumherum, dann haben wir den geframten. Die haben tolle Eigenschaften. Und zwar sehen die jetzt nämlich so aus. Das Kabel in der Mitte oder der Inventory Connector in der Mitte und so ein komischer Kasten drumherum. Und wenn wir uns das Paint Kit hernehmen, wenn wir Shift gedrückt halten, Paint Blocks to match their surroundings. Soll heißen, wir können die Dinger anmalen, damit sie so ähnlich aussehen wie alles drumherum. Aber das steht nicht wie. Also, Tom Simple Storage, auch das ist simpel, wenn man weiß, wie es geht. Auf jeden Fall, die liegen jetzt hier so schön bei den Grasblöcken. Also nehmen wir einen Grasblock mit Shift, Rechtsklick mit dem Paint Kit in der Hand. Ihr seht es unten im Tooltip, Paint Kit auf Grasblock. Fangen wir mal hier drüben an. Jetzt einen Rechtsklick hier drauf und zack, haben wir einen Grasblock. Darunter, dahin, einfach immer weiter fröhlich Rechtsklick drauf. Und schwupps haben wir die ganzen Kabel einmal schön versteckt. Wir sehen jetzt hier einen kleinen Unterschied. Das liegt da an den Shadern. Glaube ich zumindest. Ja, das müsste an den Shadern liegen. Das ist aber weiter nicht tragisch. Auf jeden Fall sind die schön anders aussehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel Shift-Rechtsklick auf eine Truhe machen, dann geht das nicht. Wenn wir Shift-Rechtsklick auf einen Laubblock machen, geht das auch nicht. Wenn wir es auf einen Eichenstamm machen, da geht das wieder. Also es gibt ein paar Blöcke, da geht's. Zack, haben wir hier ein paar Eichenstämme stehen hinter den Truhen. Wie gesagt, es gibt ein paar Blöcke, da geht's, ein paar scheinbar nicht. Durchlässige, nicht volle Blöcke, das wird nicht funktionieren, aber volle Blöcke wie Eichenstämme oder Grasblöcke, das funktioniert wunderbar. Dann haben wir noch den Inventory Proxy, der Tom Simple Storage Mod. Das ist jetzt schon ein bisschen was Spezielleres. Und zwar erweitert dieser Block zum Beispiel die Seiten von einem Ofen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier einen Ofen hinsetzen und wir wollen über Trichter hier was reinführen, aber wir wollen nicht, dass die Trichter so toll zu sehen sind, direkt hier vorne, weil wir zum Beispiel, keine Ahnung, den Ofen umrahmen wollen und den so stehen haben wollen, aber nur noch von hinten die Möglichkeit haben, was reinzutun. Dann setzen wir einfach den Inventory Proxy hinter den Ofen und der erweitert sozusagen die Seiten von dem ganzen guten Stück. Da können wir dann nämlich jetzt zum Beispiel von hinten für Kohle in den Ofen und einmal für oben, wenn wir irgendwas anderes da rein tun wollen.
reintun, also reinführen lassen. Nehmen wir jetzt hier oben mal Eichenstämme rein und hier auch als Baumaterial, also als Füllmaterial. Kommt die nur oben an, warum? Auf jeden Fall können wir über die Seiten, die ein Block befüllt, durch Trichter mit dem Inventory Proxy erweitern, sodass wir mehr Möglichkeiten haben, was mit einzubauen. So, und jetzt kommen wir aber noch zu den Item-Filtern und zu dem Level-Emitter und Basic Inventory Hopper. Der Hopper ist craftbar mit 2 Brettern, einem Kabel und einem Trichter. Mega praktisch, das gute Stück. Und der Level-Emitter, ja, 2 Bretter, Kabel, Redstone-Komparator und eine Redstone-Fackel. Ich zeige auch gleich, warum da eine Fackel dran gehört. Die Tom Simple Storage Mod hat noch 2 ganz süße Funktionen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Level-Emitter auf die Kiste drauf packe. Nein, ich mache das anders. Wir bauen hier noch eine Truhe hin. Auf die tue ich, wir nehmen nur eine einfache. Wir nehmen den Level-Emitter mit einem Shift-Rechtsklick oben drauf. Und wenn wir den rechtsklicken, dann können wir sagen, emit when more than specific in storage oder wenn es weniger ist. Also wenn mehr eines bestimmten Items drin ist. Wir nehmen jetzt einfach mal wieder die Holzblöcke, setzen die sozusagen als Filter hin. Und wenn mehr als 64, halt stopp, wenn mehr als 64 Eichenstämme in dieser Kiste drin sind, dann soll er ein Signal ausgeben, ein Redstone-Signal. Wir packen jetzt hier einfach mal ganz viele Eichenstämme rein ins Lager. Und dann nehmen wir den Basic Inventory Hopper hierher. Und den setzen wir hier neben die Truhe. Ja, halt gar nicht. Doch, so rum. Und den verbinden wir mit einem Shift-Rechtsklick, weil wenn ihr den nur rechtsklickt, dann setzt ihr einen Filter. Und das wollen wir gerade noch gar nicht. Auf jeden Fall den Basic Inventory Hopper verbinden wir mit der Kiste so, dass die Hoppernase in die Kiste zeigt. Und dann setzen wir hier die Verbindung, den Cable Connector ran, Kabel dran und hier rüber. So, und jetzt brauchen wir nochmal einen Baumstamm, weil jetzt müssen wir noch hier den Filter setzen. Oder wir nutzen die Item-Filter der Tom Simple Storage Mod. Zack, Filter gesetzt, mit dem Filter in der Hand, einen Rechtsklick drauf und zack haben wir den Filter da drin. Ja, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Wir müssen nicht an die Kiste hinter mir rangehen, sondern wir müssen natürlich an den Inventory Connector da hinten dran gehen, damit der Hopper aus dem Netzwerk was rausziehen kann. Also nochmal in schnell. Die Kabel an den Inventory Connector zum Basic Inventory Hopper. Und der füllt jetzt hier ganz gemütlich mit den Eichenstämmen einen nach dem anderen, wie ein normaler Trichter auch. Und da wir schon mehr als 64 dran haben, zack, gibt es ein Redstone-Signal. Das könnt ihr natürlich genauso hier mit dem Filter machen. Es gibt auch noch einen Polymorphic Item Filter, der sagt, es werden nur Items, also wenn ihr den hier zum Beispiel an den Basic Inventory Filter Inventory Hopper ransetzt, dann zieht er nur aus dem System Items, die schon in der Truhe drin sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Truhe rein tue und hier noch ganz viele andere Truhen reinsetze, dann fängt er an, ihr seht schon hier, die darüber zu ziehen. Da kommen die normalen Truhen. Und dann gibt es noch den Tag-Item-Filter. Da kann man dann zum Beispiel die verschiedenen Item-Tags hinzufügen und dann zieht er alles durch, was den Tags entspricht. Einen Filter aus so einem Basic Inventory Hopper wieder rauszubekommen, ist auch ganz einfach. Shift-Rechtsklick, dann habt ihr ihn wieder. Mit Rechtsklick rein, Shift-Rechtsklick wieder raus. Und warum steht da jetzt ein Smaragd-Beacon hinter mir? Und warum habe ich diese komischen Tastendinger da in der Hand? Da kommen wir jetzt zu. Aber wenn noch nicht geschehen, liken, abonnieren, lasst einen Kommentar da, schaut das Video komplett. Das würde mir sehr helfen und mich sehr freuen. Also, ich habe hier so 2 komische Dinger in der Hand. Ich habe jetzt hier gerade das Wireless Terminal ausgewählt und wenn ich hier zum Beispiel das Storage Terminal anvisiere, ist es schon so komisch umrandet. Es funktioniert bei dem Advanced Terminal leider nicht.
Aber wenn wir das hier nehmen, das Wireless Terminal, ist craftbar ein Fernrohr, Komparator, Enderperle, Glas, Leuchtstein und ein paar Bretter. Das Advanced Wireless Terminal ist ein bisschen schwieriger. Also, was heißt schwieriger? Im Schmiedetisch, Netherite-Barren auf das normale, fertig. In der 1.19. In der 1.20 braucht ihr dazu eine Schmiedevorlage und den Schmiedetisch. Und ein Netherite-Barren. Also, kleiner Unterschied. Aber nicht wirklich großartig. Gut, wenn wir jetzt hier mit dem Wireless Terminal draufgehen und rechtsklicken, dann gehen wir aufs Lager. Und ihr seht, die komische Umrandung ist weg. Halt, stopp, ist wieder da. Hat das Falsche ausgewählt. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Ja, ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Yep. Das normale Wireless Terminal ist im Moment bei mir gerade out of order. Auf jeden Fall, im Normalfall Shift, rechtsklicken, dann sollte es sich nicht öffnen, sondern ihr solltet eine kleine Tooltip-Meldung bekommen, dass das Wireless Terminal an dieses Storage Terminal gebunden ist. Und dann könnt ihr mit dem normalen Tooltip in einer Reichweite von 16 Blöcken, quasi auch von hier hinten, auf das Lager zugreifen. Ich zeige euch jetzt bei einem Advanced Wireless Terminal. Das hat schon eine Range, eine Reichweite von 64 Blöcken. Wenn ich das jetzt mit dem Advanced Wireless Terminal Shift, Rechtsklick, Bound Advanced Wireless Terminal zu diesem Crafting Terminal. Im Tooltip steht es jetzt auch mit den Koordinaten. Oh, das ist ja cool. Und Press Entfernen Key to Open. Das ist tatsächlich bei mir der Key, die Taste, mit der ich dann das Crafting Terminal jetzt öffnen kann. Und wenn wir jetzt mal hier rüber fliegen, jetzt sind wir definitiv nicht nah genug dran, dass wir da hinten irgendwas machen könnten. Drücken wir Entfernen, oder welche Taste bei euch das auch immer ist. Schwupps, können wir wieder aufs Inventar zugreifen. Und das Ganze geht 64 Blöcke. Also ich bin jetzt nicht genau 64 Blöcke weit weg, aber das können wir aber auch noch erhöhen. Ich habe nicht umsonst hier einen Smaragdblock gerade. Denn wenn wir uns das genau anschauen, den Tooltip, baue ein Level 1 Beacon im 8 Block Radius drumherum um dieses Terminal. Dann geht das in der gesamten Oberwelt. Also 1, 2, 3. Ein Leuchtfeuer oben drauf. Der muss natürlich aktiv sein. Wir nehmen jetzt einfach mal Eile. Dann können wir jetzt überall in derselben Dimension, also hier ist unser Lager. Wir teleportieren uns jetzt einfach mal hier hoch. Hier Creative Mode sei Dank. Ha? Auf jeden Fall schweben wir jetzt hier oben gemütlich ewig weit weg in der Luft, drücken Entfernen und es sagt uns Terminal out of range. Also wir schweben hier oben gemütlich in der Gegend rum, haben festgestellt, warum das nicht geht. Denn der Chunk, in dem das Lager ist, der muss natürlich geladen sein. Sobald er geladen ist, funktioniert das wunderbar. Aber es gibt ja noch eine zweite Funktion. Es gibt noch die Möglichkeit, mit einem großen Beacon das Ganze zu machen. Ich habe jetzt hier über die Journey Map, über FTB Chunks Map hier vorne alle 4 Chunks mal geclaimed und jetzt geforce-loaded und nehme die hier mal schnell weg. Ich baue mal kurz um. Also, ich habe jetzt gerade einmal kurz umgebaut. Ich habe hier jetzt ein Kabel rübergelegt zu dem großen Beacon. Setzen wir schnell das Leuchtfeuer noch oben drauf. Zack, Leuchtturmwärter. Genial. Auf jeden Fall habe ich auch schnell das Advanced Wireless Terminal einmal hier zu dem Crafting Terminal umgeändert. Es ist auch immer noch dasselbe. Also sprich, es gilt auch selbe Lager da drüben. Warum mache ich das? Mit ihm hier. Warum auf einmal einen großen Beacon, wenn so ein kleiner für in der normalen Oberwelt auch reicht? Einen noch hoch. Naja, weil wir mit einem Level 1, 2, 3, 4 Beacon dasselbe auch im Nether nutzen können. Sprich, dimensionsübergreifend. Wir sind jetzt hier im Nether, da wird jetzt gerade sauber neu generiert. Ich drücke Entfernen und tada, ich kann hier im Nether auf mein Inventar zugreifen. Man sollte allerdings vielleicht nicht sein Crafting Terminal ins Inventar werfen. Das
ist vielleicht nicht ganz so schlau. Auf jeden Fall, das geht dimensionsübergreifend. Auch im End funktioniert das wunderbar. Solltet ihr noch Fragen haben, sollte ich irgendwas vergessen haben, was ich nicht glaube, weil ich habe jetzt alles, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten lasst mir ein Like da, lasst ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst bei neuen Tutorials für die Create Mod, für neue Mod Spotlights, für alles Mögliche. Schön, dass ihr da wart. Habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Und viel Spaß mit Tom Simple Storage.